Ich zeige euch heute, wie man eine Steuerkette an eine BMW F800 GS wechselt. Ich werde euch zeigen, was für Werkzeug ihr braucht, welche Teile ihr bestellen müsst und wie ihr überhaupt erkennt, ob eure Steuerkette gewechselt werden muss oder nicht. So, das Motorrad ist jetzt soweit auseinandergenommen, der Ventildeckel ist ab, der Kupplungsdeckel ist ab. Ganz wichtig, ich habe vorher nochmal in den 6. Gang geschalten, um jetzt nämlich die Steuerkette nochmal überprüfen zu können. Und wenn wir jetzt das Hinterrad einfach mal ein paar Runden drehen. Genau, man sieht jetzt hier ganz deutlich, die Steuerkette hängt mal durch und ist mal wieder gerade, immer so im Wechsel. Und wenn die Kette eben durchhängt und sich dann wieder spannt, dann schlägt die natürlich hier oben gegen diese Gleitschiene und das verursacht dann auch das Geräusch, was man eben wahrnehmen kann, dieses typische Kettenrasseln. Richtige Rasseln hat er gewonnen. Das ist eins der klaren Zeichen, dass die Kette verschlissen ist. Und da wir das jetzt geprüft haben, können wir uns als nächstes um die neue Kette kümmern. Ich habe jetzt mal die neuen Teile ausgepackt, die wir alle brauchen, um das mal kurz zusammenzufassen. Wir haben hier einmal 2 Kettengleitschienen. Hier die obere Kettengleitschiene, die haben wir schon gesehen. Den Kettenspanner, das ist das Herzstück, die neue Steuerkette. Jetzt ist das aber eine Endloskette. Aber wir werden uns jetzt nicht den Aufwand machen und den Motor ausbauen, um diese Endloskette so einzufädeln, sondern wir werden die Kette nämlich auftrennen und dann eben mit diesem Kettenglied wieder neu vernieten. Wir haben hier ein Druckluftschleifgerät und werden diese beiden Pins hier von dem einen Kettenglied aufschleifen und dann mit dem Nietwerkzeug auftrennen. Was ich dazu noch sagen wollte, ihr braucht dazu nicht so ein fancy Luftdruckschleifgerät. Man kann das auch einfach mit einer Feile machen. Ganz wichtig, wenn ihr die Nieten dann hier rausdrückt, passt auf diese Innenplatten auf. Das sind 3 Stück, weil die brauchen wir später noch. Jetzt ist die Kette auseinandergesägt. Und das Gute ist, dadurch, dass wir bei 2 Motorrädern die Steuerkette wechseln mussten, haben wir eine alte Steuerkette zur Hand und können gleich mal vergleichen, ob die länger ist als die neue Steuerkette. Und das haben wir jetzt hier mal gemacht. Wir haben beide Steuerketten direkt nebeneinander gelegt. Man kann hier ganz gut erkennen, dass die alte Steuerkette deutlich länger ist als die neue. Aber man sieht, es ist ungefähr ein halbes Kettenglied, was sich die alte Kette gelenkt hat. Nachdem wir jetzt die neue Steuerkette aufgetrennt haben, kommen wir nun zum wichtigsten Teil, beziehungsweise zu dem Teil, wo wir jetzt ganz besonders aufpassen müssen, nämlich die Steuerzeiten. Ihr seht hier oben die Nockenwelle und die stehen auf einer ganz bestimmten Position, so wie gerade auch der Zylinder bzw. der Kolben steht. Und wenn wir die jetzt einfach nur so runternehmen und später einfach wieder rauflegen, dann kann es passieren, dass die falsch liegen. Und wenn wir dann den Motor starten, gibt es einen Motorschaden. Irreparabel. BMW hat sich da aber was Cooles eingerichtet. Die haben nämlich Markierungen hier auf die Zahnräder gemacht. Und wir müssen jetzt einfach nur das Hinterrad drehen, bis die 2 Markierungen aufeinander liegen. Ex und In. Das bedeutet, dass Zylinder 1 jetzt gerade ganz oben ist. Wir müssen uns jetzt einfach nur merken, dass wenn wir die Nockenwellen runternehmen und später wieder raufsetzen, dass sie genau so liegen. Dass eben Ex und In direkt aufeinander zeigen. Und damit sich der Motor nicht bewegt, während wir daran arbeiten und sich die Steuerzeiten verstellen, hat BMW hier unten eine Arretierungsmöglichkeit gegeben. Dort ist dieses kleine Loch, da war eine Schraube drin und die ersetzen wir gegen eine längere Schraube, bei der das Ende angeschrägt ist. Nämlich, wenn ihr jetzt da reinschaut, ich kann das schlecht zeigen, dort unten sitzt die Kurbelwelle und ihr dreht das Hinterrad und ihr werdet an einem bestimmten Punkt eine Nut erkennen können. Und das ist der Punkt, wie wir ihn hier oben haben, Ex und In, wenn nämlich beide Kolben oben sind. Also am Top Dead Center TDC Point. Nun kann das aber sein, das ist jetzt hier auch der Fall, ich habe hier das Hinterrad gedreht, bis hier hinten diese Nut erkennbar ist. Wenn wir jetzt oben auf unsere Nockenwellen schauen, dann sehen wir, Ex und In passen nicht mehr 100%ig aufeinander und das kommt einfach durch die gelenkte Steuerkette. Heißt aber, ausschlaggebend ist immer hier unten die Nut, weil ihr hier unten die Arretierung reinmacht. Das heißt, letztendlich dreht ihr das Hinterrad, bis die Nut erkennbar ist, dreht dort die Schraube rein, damit der Motor fest ist und merkt euch hier oben die Position der Nockenwelle. Ihr könnt da auch Fotos von machen. Es ist halt wichtig, wenn ihr die Nockenwelle später wieder aufsetzt, dass sie in der exakt gleichen Position ist.
Bevor wir jetzt aber die Nockenwellen runternehmen, um an die Steuerkette zu gelangen, muss erstmal der Kettenspanner ausgebaut werden. Der befindet sich hier oben. Was ist denn? Nein. Du hast drunter gegriffen und einen Schirm verloren? Mhm. Ich hab ihn. Also bloß nicht mit den Fingern, wenn ihr die Nockenwelle hochhebt, unter diese Kipphebel greifen, weil dann habt ihr die Chimps von den Ventilen in der Hand und wenn die hier reinfallen, dann ist es schlecht. So, jetzt haben wir freien Zugang auf die Steuerkette und auf die beiden Kettenschienen, die ich euch schon mal vorhin gezeigt habe. Die wechseln wir jetzt. Die Schiene hier ist mit einer Schraube unten befestigt, die zeige ich euch gleich. Und die Schiene hier ist einfach nur reingelegt. Die zieht man nach oben und dann kann man die einfach per Hand rausnehmen. Da ist die Schraube für Schiene Nummer 2 versteckt. So, wir haben jetzt die Kette hier schon mal befestigt und der nächste Schritt ist es, die alte Kette aufzusägen und aufzutrennen. Wir haben uns dann mal eine Markierung gesetzt und werden jetzt dieses Glied hier auftrennen an diesem Pin. Jetzt kommt endlich die neue Steuerkette zum Einsatz. Die verbinden wir jetzt mit der alten Steuerkette. Dazu nutzen wir ein bisschen Draht. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Mein Assistent wird die Arretierungsschraube unten im Motor, die ich euch vorhin gezeigt habe, lösen und wird dann am Hinterrad drehen, den Motor durchdrehen und dadurch fädelt sich die Kette dann sozusagen durch, bis ich dann nur noch neue Kette in der Hand habe und die alte Kette komplett aus dem Motorraum rausgedreht worden ist. Unten, wo wir die Arretierungsschraube gelöst haben, sehen wir ja diese Nut, die uns zeigt, okay, die Zylinder sind gerade am TDC-Point, also sozusagen ganz oben. Und diese Stelle muss 8-mal kommen. Das heißt, wir drehen das Hinterrad so lange, bis wir 8-mal diese Nutstelle wieder dort unten erkennen konnten. Und dann ist die Kette sozusagen einmal durch und direkt an dem Punkt, an dem sie sein soll, am TDC-Zylinder 1. Für den nächsten Schritt brauchen wir unseren Link und die 3 Plättchen, von denen ich vorhin erzählt habe. Am besten ihr deckt wieder den ganzen Motor ab, damit euch nichts verloren geht. Jetzt wird es nämlich etwas tricky, denn wir fummeln diese 3 Plättchen hier mit ein und diesen Link auch schon durch. Das Ding pressen wir dann später auf. Hier fehlt noch das äußere Plättchen. Das müssen wir hier gleich noch raufbringen und dann vernieten. So, das war jetzt Big Brain Time hier. Wir haben jetzt das Ding mit einem Kabelbinder fixiert. Wir haben jetzt das äußere Plättchen auf das Kettenschloss gepresst. Jetzt muss die Kette nur noch vernietet werden. Wenn die Steuerkette dann erfolgreich vernietet ist, können wir uns als nächstes um die obere Geleitschiene kümmern. Jetzt können wir alles wieder zusammensetzen und fangen natürlich mit den Nockenwellen an. Hier ist wichtig, dass sie auf der richtigen Position stehen und wir fangen mit der rechten Nockenwelle an. Und wenn die Nockenwellen dann drauf sind, prüfen wir nochmal, dass die Position auch wirklich übereinstimmt. Hier Ex und In. Als nächstes kommt jetzt der Deckel oben rauf und dann kümmern wir uns noch um den Kettenspanner. Wenn wir diesen Deckel oben festgemacht haben, können wir dann den neuen Kettenspanner einbauen. Jetzt nicht vergessen, die Arretierungsschraube rauszunehmen und gegen die alte Schraube zu ersetzen. Bevor wir jetzt aber alles zusammenbauen, drehen wir noch einmal komplett den Motor durch, um zu gucken, ob alles an der richtigen Position ist, alles leichtgängig sich durchdrehen lässt und die Steuerzeiten auch stimmen.
Und jetzt stehen wir wieder auf TDC von Zylinder 1 und haben gesehen, die Steuerkette läuft vernünftig, hat keinen Zahn übersprungen, die Steuerzeiten stimmen. Also alles richtig gemacht und wir können den Motor zusammenbauen. Wenn wir das Motorrad dann soweit zusammengebaut haben, können wir den ersten Test machen. Spätestens jetzt wüsste man auch, ob man was falsch gemacht hat.